Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich habe heute mal ein Thema im Gepäck sozusagen, was wir eigentlich relativ wenig auf dem Schirm haben, beziehungsweise vor lauter Kasper-Trubel hin und hier nicht wirklich verfolgt haben, aber es ist halt eben bald soweit und was es ist, zeige ich euch natürlich gleich. Wir haben in der letzten Zeit viel darüber gesprochen, über den Schwierigkeitsgrad, was Kasper angeht. Und ihr seht auch hier, dass das sich im einen Jahr wirklich extrem entwickelt hat. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist auf über 1000 Petahash angestiegen. Bedeutet natürlich auch, dass die Rewards extrem gering sind und es werden weiterhin Kasper-Miner auf den Markt geworfen. Das heißt, das wird hier letztendlich auch nicht besser. Ja, viele von euch haben wahrscheinlich auch einen Ice River Cast nur Ultra oder irgendwas in der Richtung gekauft und sind jetzt wahrscheinlich so ein bisschen enttäuscht, sage ich jetzt mal, weil die Rewards halt eben nicht so toll sind, wie man sich das alles vorgestellt hat. Ja, was ihr euch eventuell mal anschauen solltet, also ich möchte hier, also gleich eins vorweg, bitte do your own research, informiert euch bitte auch nochmal zusätzlich selbst, was das Ganze angeht. Und zwar geht es darum, dass Kasper ja quasi einen KRC20 Standard einführen wird, beziehungsweise Casplex wird das tun. Was das bedeutet, gucken wir uns gleich an. Guckt euch dazu bitte mal die Videos an, zum Beispiel guckt mal bei YouTube bei KRC20. Lest euch bitte auch nochmal in Ruhe rein, was das letztendlich ist, was halt eben KRC20 für Möglichkeiten für uns ergeben wird und was es letztendlich auch fürs Mining bedeutet. Also KRC20, einfach mal bei YouTube danach gucken und ich erkläre euch jetzt mal aus meiner Sicht, beziehungsweise was ich darunter verstehe, was letztendlich auch passieren wird. An dieser Stelle noch ganz kurz, bevor wir ins Thema reinsteigen, falls ihr irgendwelche Miner noch zu Hause stehen habt, den ihr verkaufen wollt oder irgendwas, ich habe eine Marktplatzgruppe bei uns im Telegram eingeführt. Das heißt, hier könnt ihr natürlich mit anderen tauschen, in Anführungsstrichen. Das heißt, falls ihr auch einen Miner habt, den ihr verkaufen wollt, kommt zu uns in Telegram rein. Da findet ihr die Unterkategorie bzw. das Thema Marktplatz. Und da könnt ihr, wenn ihr das wollt, eure Mana verkaufen. Vielleicht interessiert sich jemand dafür oder ihr wollt einen Mana kaufen. Schaut einfach mal rein. Ja, worum geht's? Genau, es geht um casplex.org. Das ist die Seite, beziehungsweise das ist das Entwicklerteam, die sich halt eben zur Aufgabe gemacht haben, diesen KRC20 letztendlich zu entwickeln. Und das ist die Seite casplex.org. Schaut euch da auch mal, beziehungsweise ich packe es euch mal in die Videobeschreibung rein. Guckt es euch einfach mal in Ruhe an, damit ihr das versteht. Hier sind quasi nochmal die Hauptmerkmale. Das heißt, Casper-Infrastruktur, Casplex fungiert grundlegende Infrastruktur. Das heißt, die Casper-Infrastruktur wird verwendet. Hier geht es halt eben auch hauptsächlich darum, um die KRC20 Token. Das bedeutet, dass halt eben auf Casper dementsprechend auch neue Token aufgesetzt werden können. Wir kennen ja bis jetzt nur Casper selbst, dann, was haben wir noch, Cetra und Bugner. Das sind so die gängigsten, sage ich jetzt mal, Token. Ja, KRC20 bringt natürlich einen komplett neuen Standard mit. Ja, das seht ihr auch dementsprechend hier. Und hier werden auch schon fleißig Kasper-Token unter dem KRC20 Standard gemintet sozusagen. Also hergestellt seht ihr hier. Das befindet sich aktuell noch im Testnet. Das heißt, es wird aktuell getestet. Und am 15. diesen Monats geht das Ganze natürlich live. Und viele haben schon gesagt in einigen Videos, das wird halt eben sich auch auf den Preis niederlegen. Das heißt, man vermutet, dass zum 15. der Kasper-Preis auf 30 $ Cent hochgehen wird oder irgendwas. Auch hier, Leute, möchte ich euch keine Versprechungen machen. Ja, ihr wisst immer, wie es ist im Crypto-Space. Entweder es klappt oder es klappt auch dementsprechend nicht. Und was halt eben auch als Information kam, dass auch eventuell die Blockbelohnung steigen wird. Aber auch das kann ich leider noch nicht bestätigen. Das heißt, dass das Kasper Mining an und für sich wieder etwas lukrativer werden könnte. Ich sage extra könnte, ich kann es euch nicht garantieren, ich kann es euch nicht bestätigen, etc. Ja, KRC20, also ihr kennt wahrscheinlich ERC20, also ERC20 ist der Token-Standard für die Ethereum-Blockchain. Das heißt, diesen ERC20 bzw. KRC20 in diesen Verträgen wird sozusagen definiert, was kann ein Token, was darf ein Token, was hat er für einen Standard
und so weiter und so fort. Und deswegen ist es halt eben auch wichtig, einen Standard einzuführen. Also wie gesagt, hier ERC20 Standard bei Ethereum und halt eben das Ganze gibt es jetzt bei Casper auch, KRC20, und das gibt natürlich viele Möglichkeiten. Möglichkeiten sind zum Beispiel andere Token jetzt zu erstellen. Ihr seht zum Beispiel hier, das sind zum Beispiel Token auf KRC20 Protokoll beziehungsweise ein Contract, die halt schon erstellt wurden. Das heißt, es wird auch möglich sein in Zukunft, wenn alles gut läuft, dass auch auf Casper, also im KRC20 Standard, auch Meme-Coins hergestellt werden können, die eventuell, wenn es gut läuft, ich sage es mal so in Anführungsstrichen, wie gesagt, ich möchte euch nichts versprechen, ich möchte hier nicht sagen, geil, das wird was oder irgendwas, das ist ja alles immer so ein bisschen schwierig. Es wird eventuell möglich sein, Meme-Coins auf Casper basierend quasi zu minten, also herzustellen, zu prägen sozusagen. Und vielleicht ist es auch möglich, die ganzen Token, die ihr hier seht, auch zu meinen. Das möchte ich euch auch nicht versprechen, aber es ist auf jeden Fall die Möglichkeit irgendwo da, beziehungsweise vorhanden. Von daher wird es wahrscheinlich noch eine relativ spannende Geschichte, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, die Seite ist casplex.org. Lest es euch bitte nochmal in Ruhe durch. Ganz, ganz wichtig. Lest euch auch bitte nochmal den KRC20-Kram hier durch. Ihr seht es hier auch nochmal, es gibt überall Informationen dazu. Stablecoin coming soon, KRC20 und so weiter und so fort. Es wird vielleicht ein Thema sein, was uns die nächsten Tage hier auf unserem Kanal ein bisschen begleiten wird. Ich weiß es halt eben nicht, was für einen Impact das letztendlich machen wird. Wie ich es ja schon mal gesagt habe, man vermutet, dass halt eben der Kurs bis zum 15. September auf die 30 Cent steigen wird. Also wir sind hier im Dollar-Cent-Bereich. Versprechen kann ich euch das aber nicht. Was aber halt eben wahrscheinlich einen Impact haben wird, dass halt eben KRC20 an den Start geht. Das heißt mit dem einheitlichen Protokoll für Casper. Ja, und Casplex ist auch unabhängig von Casper selbst. Das heißt, das Entwicklerteam von Casplex ist ein anderes wie das von Casper selbst. Das ist immer verhältnismäßig gut, ja, damit halt eben auch man gegenseitig Fehler ausmerzen kann, etc. Also wie gesagt, ich finde es halt eben immer vom Vorteil. Ja, wie gesagt, ich halte es nochmal kurz, beziehungsweise ich fasse es nochmal zusammen. Casper, ich hatte es ja eben schon gesagt, wir hatten ja immer den Schwierigkeitsgrad angeschaut. Sicherlich, hier wird sich nichts tun. Ja, und es wird auch noch in Zukunft steigen, das Ganze. Hier es geht halt eben um die Casper Miner. Und vielleicht bietet die KRC20 Möglichkeit, dass halt eben das Casper Mining wieder etwas lukrativer wird. Ich sag's mal so. Aber ich sage es ja auch nochmal relativ deutlich. Bitte lest euch auch hier nochmal rein. Ich möchte euch nichts versprechen. Geht bitte nicht aus dem Video raus und sagt, der hat gesagt, Casper Mining lohnt sich bald wieder. Da sage ich jetzt erstmal Nein dazu. Es kann passieren, dass es so ist. Ja, dank Casplex. Und wie gesagt, auch die Preisprognose, die ich euch gerade gesagt habe, das habe ich auch nur aus anderen Videos. Das kann passieren. Muss allerdings nicht. Und auch, dass es mehr Block-Rewards geben wird. Kann sein, muss aber nicht. Ja, das ist immer relativ wichtig. Ich möchte euch da keine Hoffnung oder irgendwas schüren. Aber es ist auf jeden Fall irgendwo doch noch ein Licht an, was eventuell für uns bzw. für euch Casper Miner vom Vorteil sein könnte. Ansonsten, wie gesagt, Telegram-Gruppe von uns findet ihr in der Videobeschreibung bzw. im ersten Kommentar. Kommt rein, diskutiert mit. Es sind viele dabei, die im Casper Mining Geschäft unterwegs sind. Ich denke, ihr werdet relativ schnell Anschluss finden. Ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Wie gesagt, Casplex packe ich euch in die Videobeschreibung unten rein. Guckt es euch an, beziehungsweise guckt hier auf YouTube KRC20. Informiert euch bitte selbst. Bitte do your own research. Alter, was habe ich denn jetzt für einen Quark erzählt? Do your own research. Bitte informiert euch zusätzlich selbst. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.